Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir wieder mal unterwegs und es geht um ein ganz spezielles Thema. Da haben wir ein bisschen liegen lassen. Jetzt geht es aber dort richtig geil weiter und zwar mit unserem Pony. Das Mofa-Auto, das ist ja geil lackiert, das sieht optisch super aus, Airride ist drin, aber es sind immer noch die gammeligen Felgen dran und das tun wir heute ändern. Das machen wir natürlich nicht bei uns, sondern wir sind heute in Leutwil. Wo das ist, Leute fragen mich nicht, aber wir sind bei der Rudolf Glor AG. Dort sind wir in richtig guten Händen, Töffel-Freaks wie alle von uns. Und die haben uns ein super Angebot gemacht, um uns Felgen, drehen und fräsen. Wie das genau aussieht, das gehen wir jetzt im Büro schauen. Da sind wir richtig, Haus Nummer 3. Klopf, klopf. Hallo zusammen. Roland, Saletti. Halli, Elias. Schön, können wir da sein. Willst du schnell erläutern, wo wir da genau sind? Ja, wir sind in Leutwil gelandet, im Aargau, bei der Firma Rudolf Glor. Wir fertigen CNC-Dreh- und Frästeile, Durchmesser 10 mm bis 700. Jawohl. Seit neuestem fertigen wir auch noch Felgen. Felgen für Mofa-Autos. Ja. Felgen Mofa-Auto, Wie ist es so weit gekommen? Ja. Ein paar von uns sind auch angefressene Töffli-Fahrer, Töffli-Schrauber. Wir verfolgen natürlich euren YouTube-Channel. Wir haben die Filme gesehen vom Mofa-Auto. Ich glaube, der Marvin war es, hat dort mal noch gesagt, für die Felgen suchen wir noch eine Lösung. Genau, ja. Es kann ja nicht sein, dass wir mit diesen Stahlfelgen in Türkisgrün. Genau, und da ist uns die Idee gekommen, dass wir euch hier unterstützen könnten. Wir haben uns dann bei euch gemeldet, bei Marvin. Der Mofa-Kult würden wir einen Satz Felgen fertigen, nach euren Vorstellungen. Mega. Für das Mofa-Auto. Weil wir haben natürlich alle die sportlichen Mittel. Das ist ein 3,5 x 10 Zoll Felgen und der Wunsch vom Mofa-Kult war, grösser, breiter. Eine Grösse grösser ging, also auf 12 Zoll. Was muss man da dran anpassen? Dass man es aus Aluminium aus dem Vollen fertigen kann. Das Ziel wäre nachher, eine Felge zu haben am Schluss, wo man einen Rollerreifen schlauchlos aufziehen kann. Ja. Das wäre mal ein Felgenrolling, so. Oder der Wunsch vom Mofa-Kult war ja, das Logo nachzusetzen. Eine Felge zu fertigen, die ungefähr dem Design entspricht. Das sieht dann so aus. Das ist jetzt die vordere Felge. Da habe ich noch eine zweite Variante konstruiert. Ja, mit mehr Tiefbett. Ich komme dann ca. 40 mm weiter raus. Darf man nachher niemand mehr fahren, dann darf man nie mehr einen Randstein berühren. Richtig geil. Jetzt sind die Felgen bereits schon fertig. Gehen wir uns schauen. Ja. Perfekt. Also Marvin, das ist eine gute Idee. Also unser Soapbox-Gewässer muss ja nicht unbedingt flicken. Das filmen, oder? Ja, aber schon schlimmer für uns. Da hinten ist der Programmierarbeitsplatz. Und wenn das alles berechnet ist, dann kann man es dann auch simulieren. Dann kann man bereits am Bildschirm schauen, wie die Maschine dann das bearbeiten. Jetzt sieht man, wie der Fräser im Prinzip die Speichen rausfräst. Ursprünglich der Rolling für die Felgen war 25 Kilo schwer. Und wenn sie fertig gefräst sind, haben wir noch zwischen 4 und 5 Kilo die Felgen am Schluss sind. Fast 21 Kilo Späne sozusagen. Genau, 21 Kilo Späne. Gut, die Hälfte von dem Container ist wahrscheinlich von den Felgen. Das ist die Drehmaschine. Darauf haben wir eure Felgen gedreht. Die Rolling die sind 25 Kilo schwer am Anfang. Drehen ist ungefähr eine Stunde gegangen pro Felge. Ja. So, eine heiße Ware. Das ist unsere Fünffachs-Fräsmaschine. Die gedrehten Felgen werden jetzt hier eingespannt. Der Roger kommt ganz tränige Augen über, wenn er das sieht. Aber wir müssen es gleich lieber Profis machen, gell, Roger? Mit verschiedenen Werkzeugen wird jetzt einfach die Felgen noch fertig gefräst. 1/3 Stunde. Was könnte ich mir einen Kaffee nehmen? Achso, lassen wir Maschine laufen? Lassen wir los, ja. Absolut geil. So, gibt es jetzt hier noch einen Zeitraffer, aber nebenbei, dass wir nicht nur Kaffee trinken können, dann sind noch ein paar Töffel dabei. Die können wir jetzt noch anschauen. Wir können unsere Töffel noch schnell anschauen. Nice. Im Keller unten. Im Keller unten? Okay, los geht's.
Und das ist jetzt einfach ein paar Exemplare. Das Viele sind sind nicht alle. heimischer, da ein bisschen Schluss. Das sind nicht alle. Ah, schau jetzt. Oh, geil. Seitenwagen, genau, mit dem sind sie auch schon an einem Rennen gewesen. Der braucht wieder einmal ein bisschen Liebe. Ja, Und das ist mein neuestes Projekt hier. Der wird dann aber noch lackiert. Selber gemachten Ansaugstutzen, 19er Vergaser. Das ist eigentlich ein Tigra-Rahmen. Für Puch, aber der Rahmen der ist komplett am Arsch gewesen. Ja. Darum haben wir den dann vergewaltigt. Ich habe hier die Aufhängung rein konstruiert. Die Schwingen haben wir auch selber gemacht, komplett. Ich will mit dem mal auf die Rennstrecke. Ja, bis jetzt fahre ich daheim ums Haus herum. Mein 502 hier, habe ich komplett restauriert. Original war er grün, aber er hat mir nicht so gefallen. Ja. Jede Schraube ist aufbereitet da dran. Der Motor habe ich auch komplett revidiert. Das ist mein Florett hier. Da läuft jetzt so eine. Original ist der etwa 60, 65 gelaufen. Ja. Jetzt läuft er. Das ist ein ähnliches Modell, aber fahrtwindgekühlt. Das ist ein kleiner Bruder. Das ist sein Wolf im Schafspelz. Und das ist im Lukas Seis auch noch da. Das ist noch Originallack. Super Zustand, ja. Sehr gutes Weg. Ja, 621. Ich habe sozusagen den gleichen gemacht, den Hippie davon. Ja. Aber wir sind in einem Schrottpaket gekauft. Das ist jetzt der, den ich lang gezogen habe. Der Frankenstein-Babo. Ja, ist leider nicht mehr die originale Gabel. Ja. Der läuft auch super. Also super 30. Eine Dreiviertelstunde später, knapp 2 Stunden. Die Fresse ist gerade in dem Moment fertig geworden. Und Roger, komm mal rum, komm, mach die Türen auf. Geil! Jetzt, wo du gesehen hast, wie es geht, Roger, kannst du dort an, oder? Macht er bei uns im Drehbank. Geil! Vielen Dank! Sehen wir das rein? Hinterfelgen, Tiefbett, geil! Nehmen wir die mal da rüber. Da können wir das mal gut vergleichen. Da die beiden Hinterfelgen mit Tiefbett, die vorderen ein bisschen weniger. Und zum Vergleich, der alte Hurenklotz. Jetzt müsst ihr euch einfach noch Gedanken machen. Werden die Felgen noch lackiert oder allenfalls eloxiert? Eloxiert vielleicht. Irgendeine Schutzschicht muss noch drauf. Muss drauf, Muss sonst wird das Aluminium grusig. Genau. Gut, dann machen wir hier für euch Schluss. Danke viel mal. Richtig geile Arbeit. Super spannend gewesen, haben wir natürlich gerne gemacht. Auch interessant jetzt mit euch die Filmaufnahmen hier. Interesse halber aber noch. Was ist das für ein Aufwand? Der Aufwand darf man nicht unterschätzen. Die Konstruktion hat schon ca. einen Tag in Anspruch genommen. Ja. Die ganzen Abklärungen mit den Pneu, mit der Größe und so weiter. Also dann auf der Drehmaschine haben wir ca. 1,5 Tage. Die Fräsmaschine noch mit dem ganzen Einrichten, Programmieren und so weiter. Zwischen 5 und 6 Tagen Aufwand. Also, wenn wir jetzt die so müssten im Laden kaufen, die wären ziemlich teure Felgen. Hammermäßig. Also wir packen die ein, schön sorgfältig. Und hier sind die Felgen wieder, wenn sie oberflächenbehandelt sind, Pneu dran haben und montiert werden. Let's go! Oh, das erste Mal wieder Tageslicht für dieses Schätzchen. Der ganze Stolz der Firma Mofakult AG. Unser Mofa-Auto-Projekt. Wir haben es gerade aus der Werkstatt geholt, denn Elias war unterwegs. Ich habe gehört, es gibt ein paar neue Rims für diesen Whip. Ich sehe da schon was. Nicht spienzeln. Oh. Nicht spienzeln. Shit. Zeig mal her, zeig mal her, zeig mal. Die Und Reifen schau sind mal wild. Reifen. Was ist das? Mann. Roller. Solex. Solex-Reifen wollten wir sagen. Ich würde behaupten, das wertet das gesamte Projekt nochmal krass. Und richtig geil, hinten mit Tiefbett. Ja, stimmt. Normal. Stimmt, zeig mal vorne. Richtig sexy. Oh, krass. Blendet. Ich hoffe, die passen. Shiny and Chrome. Wer hat das gemessen? Marvin. Echt? Wenn das jetzt nicht passt, ne, dann ist das einfach schon verjährt, dass ich damals mich vermessen habe. habe. Man kann dir ja auch nicht Schuld geben. Nee, wie auch? Wie kann man so einem Gesicht auch böse sein? Nicht, dass dir jemand aufs Auge haut. Also, Plan, Freunde! Also, ihr müsst mal in die Kommentare schreiben, wenn die Felgen drauf sind. Ist es dann fertig oder habt ihr noch Ideen? Also, ich würde hier noch ein bisschen weiterschrauben an dem Ding. Okay, Felgen drauf und dann gucken wir uns mal an, ob da noch was geht. Also, ich glaube, das war nicht das Letzte, aber eins der wichtigsten Sachen passiert heute. Nice Rims für ein nices Car. So, das ist das, Mann! Ja. Wieso lebt die? Woher kommt die? Ist das deine? Ich habe eine, die sieht etwa so aus. Hallo, ich bin eine Monster. Ich habe auch etwas, das sieht so aus. Guck mal, aus dem Vollen gefräst.
Da hat Mofa-Kult gegönnt, ne? Aha, ich meinte, der Stutz halt. Oh. Was? Oh. Ich habe mich schon gewundert, warum ich keinen Lohn mehr kriege. Ach ja, ich habe ja keine Anstellung mehr. Marvin, ist auch so warm wie... Ja, jetzt schon. Oh Gott, hör auf jetzt. Geh weg. Irgendwas stimmt da doch nicht. Jedes Mal wird es noch schräger, Mann. Wer sitzt denn so dumm drin? Der Marvin. Old One! Was ist da denn passiert bei der Bremse? Also noch mehr Kupferscheiben habt ihr nicht gefunden, oder? Funktioniert's jetzt wenigstens? Also nicht. Ja gut, scheiß auf Bremse, wir haben neue Felgen. Oh. Was machst du jetzt hier bei meiner Felge? Mach doch mal drüben dein eigenes Ding. Ich will die auch ein bisschen anziehen. Ja, jetzt geh weg. Gib mir mal kurz eine Felge, bitte. Eine Felge. 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 Oh dear, oh dear, oh dear. Ich dachte, die bleibt da stehen. Das teuerste Auto auf dem Parkplatz. Also nach meinem Käfer Kann man natürlich. schon mal so machen. Nimm den mal drauf hier. 100.000 Klicks, ich sag's dir. Der kostet 3. Lass doch den Reifensticker drauf. Den burn ich gleich runter. Ah, cool, habe ich letztes Mal einen Kaffee vergessen. Deswegen lasse ich die mal stehen. Originale Felge, fast bündig, steht nur leicht über. Drüben habe ich ein bisschen Tiefbett mitgemessen. Steht ein bisschen weiter über. Aber wir haben ja hinten einen mega Sturz. Also der wird schon versenken irgendwie, hoffe ich. Und wenn nicht, da ist mein Auto und ich bin weg. Guck mal, so muss es aussehen. Fast genau gleich. Mal schnell ins Trockene, ne? Ich meine, ich bin ja nicht aus Zucker, ne? Aber süßer bin ich schon. Freunde, ist der Moment jetzt gekommen, auf den wir alle ewig gewartet haben? Wir lassen das Ding ab. Mein Freund, schön langsam. Ich lege tiefer. Ne, wir haben jetzt vollen Druck in den Bälgen, das heißt, das Airride ist oben. Mach jetzt runter! Noch ein Stück. Hey. Ja, lass mal runter. Das Scheiße. Aber zuerst vorne. Erst vorne? Erst vorne. Wo ist denn hier der andere? Ich sehe es nicht. Hier. Lass vorne. Stopp. Jetzt. Aber sieht gut aus. Das tust du da. Jetzt bin ich gespannt, ob der Sturz uns hier rettet. Boah, Gott sei Dank haben wir die breiter gemacht. Nein, das Ding rollt nirgends auf Nullbar. Aber auf dem Rauer. das Ding ist, durch die Breite sieht der Sturz halt noch mal kranker aus. Crazy, Mann. Freunde, nach langem Warten schmeißen wir das Ding noch mal an und up on the road. Spring rein, Baby. Steht in einer Nebelmaschine. Das ist Vollgas. Also ein bisschen Qualm tut er, aber sonst? Wegen dem Was meinst du? Ausstoß, nicht aus dem Auspuff, sondern aus dem Auto. Freunde, ich sag euch, wie es ist. Wir geben euch jetzt Freunde, ich sag euch jetzt, wie es ist. Wir geben euch jetzt einen geilen Eindruck von unserem ultimativen Mofa-Auto-Projekt. Viel Spaß mit den Aufnahmen. Ich denke, diese Felgen haben es ausgemacht. Eure Meinung in die Kommentare. Und jetzt ein Übergang in den geilsten Carport ever.